So, es geht weiter, ein neues Video und zwar mit dem Porter. Wir haben ja letztes Mal den Porter auf Herz und Nieren getestet mit dem neuen Motor. Das Ding geht ab. Das heisst, es ist 50 gelaufen geradeaus, was viel zu viel ist. Bergauf mit ungefähr 360 Kilo gehabt. Bin ich nicht gekommen, also da der steilste Hogo, wir haben den Rutscher, hat leider nicht ganz gelangt. Mit Rampe ist es etwa gegangen. Der Togo hat mir am Telefon gesagt, Togo ist übrigens mein Telefonjoker, 100er Scheibe. Ich habe im Shop noch gefunden, 108er Scheibe. Für hinten den Wandler, das heisst, wir verschieben eine Art Kraft vom Motor, mehr auf Drehmoment, weniger Highspeed, was mir eigentlich recht wäre. Ich will nicht, dass das Ding schneller wie 40 läuft, weil es ist genug schnell. Es fängt an zu schwanken. 100er Scheibe drum als erstes. Wir haben aber ja zwei Piaggio-Experten im Haus, Togo und der Joe. Die haben mir letztes Mal schon gar nicht geholfen, darum fragen wir es heute auch wieder an. Wir lassen los und gehen an einen Ort, was noch ein bisschen kälter ist als hier im Studio. Joe ist schon rot, schau mal. Der ist am Telefon, ich hätte ihn gerne wegen dem gefragt. Aber weißt du was? Wir holen zuerst mal den Porter raus. Ich hoffe, der läuft noch. Das ist immer so eine Sache. Ich hoffe einfach immer, dass unsere Hügel noch laufen. Unsere Parksituation ist alles andere als ideal. Wenigstens ist es der vorderste. Wenn ihr übrigens von dem wieder mal etwas sehen wollt, müsst ihr immer noch die Bremse richten und dann machen wir weiter. Im Sommer dann, wenn es wieder ein bisschen wärmer ist. Oh dear! Oh, letztes Mal hat das Rad noch gequietscht. Sollen wir probieren zu starten? Hat's Licht noch? Vergiss immer wieder, wie krass der eigentlich unten raus jetzt schon geht. Das ist Wahnsinn. Das Quietschen. Wie ein gekühlter Blitz fährt er da an, der hat noch den Fuß um die Tür. Salve! Wir haben ja jetzt hier verbauen, ich glaube, 94er Scheiben, irgend sowas. Und wir haben hier 100er und 108er. Das heisst, im Wandler haben wir grössere Durchmesser nachher, heisst mehr Kraft. Tendenziell weniger Höchstgeschwindigkeit, die wir ja eigentlich anstreben. Was noch zu beachten ist, wenn ihr so Zeug hier umbaut, ist immer der Winkel von diesen Scheiben. Weil je nachdem gibt es Scheiben, wo der Riemen gar nicht die ganze Distanz kann hin und her laufen kann. Bei denen sollte das aber gehen. Jetzt noch schnell die Abklärung 100er oder 108er. Und vielleicht vorab noch schnell einen Test, ob die Variomatik überhaupt den ganzen Weg macht. Hier mit Filzstift anmalen. Nachher schauen, wie weit geht der Riemen rauf, wie weit ist der Filzstift abgewetzt. Und dann sieht man auch, ob der den ganzen Weg machen mag. Seht ihr? Sieht relativ gut aus. Es ist etwa 6 mm oder so, die noch schwarz sind. Die oberen 5 mm die sind gerade, da kann der Riemen nicht mehr weiter rauf. Und der unterste Millimeter, der noch in der Schräge ist, den könnte man rausholen mit anderen Gewichten. Irgendwie könnte man eigentlich auch mal so einen zweiten Lift zutun. Oder irgendetwas, wo man einfach so das Zeug da ein bisschen in die Höhe tun kann. So. Ich habe das Gefühl, knapp. Um es genau zu wissen, grundsätzlich könnte man es montieren, aber eben, ich hole noch schnell einen Experten. Joe, der weiss da Bescheid. Lucky, junger Mann. 100er würde ich sagen, gerade so knebbe. Hast du keine Lust, mit so in die Werkstatt zu bringen? Nein. 108er keine Chance. Und ich finde es ein bisschen komisch, dass der da unten so... Also wegen was keine Chance? Komisch ist von der Größe her. Also, das Problem ist wie folgt, Joe. 100 mm Welle. 100 mm Scheiben gehen nicht drauf, die 108er schon gar nicht. Tendenziell könnte man auch ein bisschen abdrehen, dann hat der Roger auch etwas zu tun, weil Roger regelt ja bekanntlich. Dann bauen wir das Ding wieder zusammen und probieren es aus. Also, ihr habt es gehört, Roger regelt. Wir nehmen die 100er Scheiben, die abdrehen auf 97, 96 dort umeinander. Probieren es dann aus, Roger. Lass mir die Kamera geben. Roger regelt. Okidoki. 100er Scheibe, abgedreht, schöne Phase. Jetzt schauen wir, dass das ganze Ding in den Rahmen hier passt. Ich hoffe es. Oh yeah! Jetzt noch mal schnell voll tanken und nachher geht es dann auf Probefahrt und zwar auf ein bisschen weitere, weil es geht endlich da vorne innen los. Wir machen ja einen Campingmofa aus dem und ein Campingmofa braucht natürlich auch Campingausstattung. Wo und wann wir es noch da machen, sehen wir noch dranbleiben. Jetzt kommt nämlich Werbung. Ja, also Jungs, hocken mal rein, sind am gleichen Hang. Wir probieren es wieder. Ah, aufwärts haben wir wollen, hä? Ja, Roger, hebt dich gut, da kommt es nicht gut. Ja, da unten kehren, so wie vorher. Sind wir schon bereit zum Laufen? Riemen fängt an zu rutschen. Das ist das, was wir hören. Sollen wir letztes Mal Freddy abladen?
Ja, ich glaube, da sind wir im Maximum angekommen. Vorne beim Vario habe ich das Gefühl, fängt an der Riemen durchschleifen. 320 Kilo oder so, die wir jetzt haben. Jetzt ein Bier in meinem Ohr. Der trümmelige Sieg. Schau, da ist es. Ich sage für nachher lange nicht sicher. Schauen, dass wir mit dem ganzen Aufbau unter 300 Kilo Gesamtgewicht bleiben. Es ist richtig grusig steil. Also Gott sei Dank, es ist weniger steil. Also, passt soweit. Wir machen das auf zur nächsten Station. Aufbau da vorne innen. Altbekanntes Gesicht. Ich freue mich drauf. Let's go. Wir müssen jetzt halt laufen. Es ist noch ein bisschen kalt für grosse Rundfahrten, aber wir haben es geschafft. Werkstoffen, Massivholzschreinerei. Wir sind beim Dominguez. Ich hoffe, er hat einen warmen Kaffee parat, weil wow, das war kalt. Gehen wir rein. Holla, holla! Alter Holzwurm. Hoi! Aber er hat so ein schönes Büro, ich muss das anschauen. Läuft's? Habe Habe ich gesehen. Gell? Ich habe gerade geschlossen beim Anfahren. Was? Das Ding läuft fast nicht mehr, Mann. Wirklich? Ja. Unter uns und der Kamera. Geil, hä? Schon, hä? Geil. Abdeckung und alles fehlt noch. Bist du so Schweißli? Jetzt, gell? Ein bisschen easy bleiben. Es ist vorperforiert. Der Rosti ist im Tessin holen. Dann hat das Budget halt nicht gelangt, um alles neu zu machen, bevor wir lackieren. Und nach dem Lackieren schon gar nicht mehr. Darum haben wir gedacht, wir kommen da zum Domingo. Rücktritt, hä? Vorderbremse. Nein, Nein, Vorderbremse. wirklich? Ja, ja. Die Farbe finde ich richtig. Richtig geil, Betongrau. Noch eine Runde drüllen? Ja, unbedingt. Können wir fahren. Das ist einfach Wettergang hat er noch nicht, oder? Nein. Hat er nicht? kein Goldwing. Oh, Dieu! Wie froh hat er den Helm mitgenommen. Ist noch ungewohnt. Es ist schon noch relativ ungewohnt, muss ich sagen. Ohne Scheiß. Also 40 will mit dem nie fahren. Ja, Dominguez, jetzt weißt du schon, wie das fährt und jetzt weißt du auch, wieso dass wir mit dem auf Tour gehen, oder? Kann ich gut verstehen, nur Höhlengeschirr. Das ist geil, oder? Nur Höhlengeschirr. Und wir haben da vorne viel Platz. Die Bretter, die wir selber machen, die wackeln rum. Darum sind wir jetzt bei dir. Der Domi war ja vorher bei uns. Die Alten, die kennen das. 2 Jahre jetzt etwa, oder? 2 Jahre ist er gegangen, hat mir die ganze Arbeit überlassen und hat gesagt, machen wir selbstständig. Ich bin immer noch jung und brauche Geld. Nein, ist etwas gegangen in dieser Zeit. Jetzt sind wir jetzt ein bisschen gewachsen schon. Vermehrt machen wir auch ganze Umbauten. Bodenbeläge sind wir auch recht stark mittlerweile. Nach wie vor immer noch Möbel. So ein bisschen Passion immer noch. Ein bisschen mit Altholz, weißt du, alte Ballett und so. Ja, genau. Oder nehmen wir jetzt noch etwas Da war schon, du die heimachst, genau. Oder der Möwe mit der Stichsäge. In dem Video habe ich immer noch, weißt du, ja, du bist den ganzen Halbtag von der Arbeitszeit bist du auf Tutti unterwegs. Ich könnte nur das machen. Ja, ist wirklich, der Hörlitzel. Was heißt ein Mac mal für 3 Leppen kaufen ab? Wegen dem Aufbau, dem sind wir eigentlich da. Da es eben im Camping richtig geht, ist eigentlich irgendwo da drin eine Schublade. Vollauszug, 3/4-Auszug, irgendetwas, wo ein bisschen Gewicht kannst tun. Plus eigentlich schlussendlich so eine komplette Holzabdeckung, die genug stark ist, dass ich nachher auch auf die ganze Ding rauf kann stehen. Wichtig ist, dass man es rausnehmen und rein tun kann. Weil eben, wir haben noch das Glühweinhäuschen oder die weltkleinste Sauna oder was es dann halt immer ist. Ja, da bist du so hast du ein bisschen freie Hand. Sicher oben durch etwas Schöneres. Das wäre schafft ja. Unten innen muss einfach genug stark sein. Grundsätzlich alles machbar. Siehst du meine Vorstellung? Oder? Sehe ich. Ist schon fast Fast Spaß. fertig. Und Schubladen. Da könnte man irgendwie Blumenschubladen. Ich habe gerade einen Jahr. Blumenschubladen. Das ist kein Gärtnerbetrieb. Keine Blumen. Das ist der Renn auf dem Markt momentan. Blumen ist... Blumen, nicht Blumen. Blumen. Die kann man wirklich auf Maß fertigen, oder? Die Breite eben ist wahrscheinlich das ausschlaggebend, weil die sind halt so wunderschön reingebaut und so, also Ja, und die kann man nicht wegnehmen. Ich bin auch Fan von Stahl. Wir machen noch relativ viel mit Holz und Stahl. Dass wir eben zum Beispiel die Oberabdeckung mit Stahl verblenden. Vielleicht ab Front sogar von der Schublade aus Stahl. Also es wird mehr ein kleines CV formen. Voll, ja. Schau mal, musst du mal an. Voll. Tolle Stege hast du da gemacht. Gell? Das ist halt wie so, die Massig ist halt wie es ist halt, oder? Da gefällt mir jetzt gerade gut. Oben durch eigentlich wirklich der Abschluss mit Schwarzen so. Ich habe schon viel erfunden und entdeckt. Alles, was so nötig ist für einen kleinen Erfinder. Also, da wäre der Unterbau. He? So haben wir uns das vorgestellt, dass ihr das gesehen. Mit der 19er Dreischichtplatte so einen Aufbau. Da drin läuft eine Schublade, oder? Eine schöne Eichenplatte. Ich habe mich jetzt mal für das hier entschieden. Und eben mit dem Schwarz zusammen
wäre das sehr geil. Schwarz würden wir, wie gesagt, rundum ein ATU-Profil oder was auch immer, den ganzen Abschluss, den ganzen Rahmen machen, plus auch vorne die Stahlfront an der Schublade. Genau. Ich glaube, dann würden wir hier auch mal das Video beenden, weil der Porter lasse ich glaube am liebsten gerade bei dir stehen. Ihr checkt mal Werkstoffe ab, unbedingt, richtig geile Möbel. Ihr seht es ja da im Hintergrund, wenn er da lebt und wohnt und bei uns natürlich Abo und Like da lassen. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder, nächstes Video. Wunderbar. Danke mal vielmals, macht's gut. Ade! Irgendwo ist das sicher eine Kaffeemaschine oder so. Willst du einen Kaffee?